Krieg und deine Gesundheit. Ich grüße dich herzlich. Heutige Ereignisse auf der Welt, alles was heute passiert, dadurch kann man sich sehr schnell betroffen fühlen. Betroffen bedeutet, dass es dich getroffen hat. Gerade damit beginnt sich ein Konflikt aufzubauen. Denn ein Krieg berührt nicht nur diejenigen, die unmittelbar vom Ort sind, sondern auch die Zuschauermenschen auf der ganzen Welt. Es entstehen Sorgen um die Finanzen, um die Versorgungssicherheit, also Sorgen um die eigene Zukunft. Meine Leser schreiben mir darüber, dass der Krieg auch uns unmittelbar treffen kann, machen sich Sorgen, haben Angst. Ja, dazu kommen natürlich auch jede Menge Meldungen von der Presse, Internetbeiträge, Wahrsagern, Weltretter, alles Mögliche von allen Seiten. Und alle sagen im Prinzip das Gleiche. Jetzt ist es schlimm, aber es wird noch schlimmer. Wenn man sich in diese ganze Flut von Nachrichten kopflos weiter vertieft, damit sich auseinandersetzt, steigert man sich immer weiter und weiter rein. Was wird aus uns allen? Was wird aus meinen Ersparnissen? Wo soll ich das Geld anlegen? Ist unsere Versorgung noch sicher? Soll ich die Vorräte anlegen? Wenn ja, was? Kein Strom, was sollen wir tun? Katastrophe. Heute fallen bei uns keine Bomben. Trotzdem können sich durch die ganzen Themen da draußen massive Konflikte in unserer Psyche aufbauen, die dann zu massiven Veränderungen im Körper führen. Damit du dich später nicht mit allerlei Symptomen auseinandersetzen musst du jetzt verstehen, wie das Ganze abläuft. Denn diese Abläufe unterstehen natürlichen biologischen Gesetzen, die in der Natur von Millionen von Jahren entstanden sind. Die Gesetze laufen automatisch ab und wirken sich gleichermaßen sowohl auf Mensch als auch auf Tiere aus. Ich möchte hier 5 mögliche Konflikte beschreiben. Als erstes haben wir mit dem Konflikt Angst vom Sterben zu tun. Dazu gehört Angst vor Bomben, Beschüsse, Atomkrieg. Dieser Konflikt trifft die Lungen. Und in der Post-Konfliktphase, also wenn der Konflikt schon vorbei ist, entstehen verschiedene Symptome an der Lunge. Alles, was mit Lunge zu tun hat, kann hier entstehen. Der zweite Konflikt ist der Konflikt der Bedrohung. Da wir heute in einer globalen Welt leben, auch die Menschen von anderer Erdkugelseite bekommen alles mit. Auch sie können sich betroffen und bedroht fühlen. Und dieser Konflikt trifft Bronchien. Das kann zu Erkältungssymptomen führen und von allem Husten. Trockener Husten, Reizhusten, alles was mit Husten zu tun hat. Der dritte Konflikt ist sogenannter Flüchtlingskonflikt. Das bedeutet, wie ein Flüchtling fühlt man sich hier zu Hause plötzlich unwohl. Man möchte irgendwo weglaufen, am besten sich verstecken. Also man möchte hier in dieser Situation nicht sein. Die Folgen davon sind Schwellungen, Ödeme. Da bei diesem Konflikt der Körper beginnt, die Flüssigkeiten zu horten. Weil biologisch gesehen auf der Flucht kann es Wasser und Nahrung nicht vorhanden sein. Und um diesem Problem für den Körper zu lösen, muss man sich, ganz wichtig, um die psychische Sicherheit kümmern und alles dafür tun, dass man sich sicher fühlt. Das bedeutet unbedingt erstmal die Isoliertheit minimieren, sich mit anderen Gleichgesinnten treffen, sich in den Chatgruppen austauschen, um sich nicht alleine zu fühlen. Je mehr Komfort du für dich schaffst, je besser du dich fühlst, desto weniger Symptome werden auftreten. Der vierte Konflikt. Plötzliche Menopause bei Frauen. Ja, der weibliche Körper, und das nicht nur bei Menschen, stellt bei Bedrohung, bei Essknappheit, bei lebenswidrigen Bedingungen die Fortpflanzungsfunktion ein.
Während allen Kriegen wurde das mehrfach beobachtet, dass die Blutungen aussetzen und sogar die bestehenden Schwangerschaften auf natürliche Weise abgebrochen werden. Nach dem Krieg wurden die Funktionen wieder eingeschaltet. Also wenn eine Frau sich besonders betroffen fühlt, kann es zu solcher Symptomatik führen. Der nächste Konflikt ist der Identifikationskonflikt, also Unsicherheitskonflikt. Ich weiß nicht, was auf mich kommt, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Unbestimmtheit. Das trifft Schleimhäute von Magen, Pankreas, Gallengänge, Gallenblase, Zwölffingerdarm. Und das kann zu verschiedenen Verdauungsproblemen führen, sowie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen, Gallenstau und ähnliches. Also falls du bei dir so etwas feststellst, versuche es nicht zu dramatisieren und möglichst dich zu beruhigen. Unterstütze mit Bauchmassage, unterstütze mit Atmungstechniken, Meditationen, Schonkost. Am besten eignet sich hier Foodmap-Kost oder Ernährung mit wenig Kohlenhydrate und niedrigen glykämischen Index. Für alle Konflikte, auch die, die ich nicht beschrieben habe, die zu Veränderungen im Körper führen können, gelten folgende Merkmale. Der Konflikt tritt unerwartet ein, also erwischt dich am falschen Fuß. Der Konflikt ist für dich dramatisch, unerträglich. Du nimmst das ernst wahr, du fühlst dich betroffen, du hast das Gefühl, du kannst damit nicht weiterleben. Du erlebst das isoliert, fühlst dich mit dem Problem alleingelassen, kannst nicht den Dampf ablassen. Also sorge dafür, dass du dein Drama herunterschraubst. Nutze dafür Entspannungstechniken, die Techniken, die bei dir am besten funktionieren. Das können Meditationen, Prana-Atmung sein, körperliche Arbeit, Putzen, renoviere deine Wohnung, singen, tanzen, spazieren, Gartenarbeit. So nach dem Motto, wenn der Körper arbeitet, beruhigt sich der Kopf. Die Stresshormone werden abgebaut, indem du körperlich dich betätigst. Vielleicht gibt es irgendwelche spezielle Techniken, die du für dich nutzt. Also gerne teile es mit uns, teile es weiter, vielleicht hilft es dann auch den anderen Menschen. Dann Isoliertheit aufheben. Das heißt, spreche dich mit jemandem aus. Nutze Chatgruppen, Selbsthilfegruppe. Sei nicht allein, bleibe nicht allein mit deinen Sorgen. Steigere dich nicht rein in deine destruktiven Gedanken. Sorge dafür, dass du dich wohler und komfortabler fühlst. Richte deine Gedanken auf die Lösung und positive Bilder. Bei Unsicherheit hilft es, Stilisten zu schreiben. Schreibe einen Plan, was du tun würdest in bestimmter Situation. Zum Beispiel, wenn das A eintritt, dann mache ich B. Wenn C eintritt, dann mache ich D. Somit kannst du dein Gehirn beruhigen, indem du ihm konkrete Fluchtpläne, also Lösungen lieferst. Wissen ist Macht, Unwissenheit ist Ohnmacht. Warte nicht, bis jemand dich rettet. Sorge für dich. Wichtig ist immer nicht, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren. Der Schlüssel zu deiner Wahrheit und deiner Gesundheit liegt in deinem Kopf. Entwickle dich weiter und höre auf, die auf dich herabprasselnden Informationsflut kopflos aufzunehmen. Wenn es dazu kommt, dass du nicht mehr weiter weißt, spüre deine Socken, atme ein, fühle dich umarmt. Lumira.